Wie findest du eigentlich, dass ich so viel filme? Scheiße. Warum? Nervig. Ja, aber wenn ich das irgendwann zusammengeschnibbelt habe, ist doch... Irgendwann. Ja, aber dann haben wir was, worüber wir uns freuen. Du Ne? machst 2 Minuten vom Fluss. Da kann man sich vielleicht 4 Sekunden von zusammenschneiden und fertig ist. Was meinst du, wie viel die drehen, wenn die einen Film drehen? Dann drehen die richtig viel. Ja, dann sitzt aber auch ein Cutter monatelang im Kämmerchen und schneidet. Und Ich sitze ja auch monatelang im Nüsschen und schneide. ja, schneidest nicht. Das Nein-Gag an. Endlich angekommen in der Mongolei. Ist nur Bosnien, aber ist auch geil. Wir haben jetzt noch eine Stunde Tageslicht und ungefähr die Richtung, die ich zeige. Das da, Nüsschen, das ist die Lilly. Schön hier, ne? Ja, richtig Echt schön. Mit den vielen Pferden. Das ist richtig schön. Ja, leider sollen hier Wildpferde sein, aber wir haben kein einziges sehen können. Nur die Hinterlassenschaften der Pferde. Pferdeäpfel, njam, 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 njam. Gießt in Strömen. Wir haben jetzt eine Regenpause genutzt und machen ein bisschen Solar Nee. und sind ein bisschen wandern gegangen hier. Und man kann hier einfach so querfeldein über diese Hochebene laufen. Ist echt cool. Lass mal weitergehen. Gehen wir da oder so einfach geradeaus? Ich würde einfach geradeaus. Gehen wir einfach geradeaus. Boah. Das ist der Unterkiefer, ja. Also wir sind jetzt hier an der Trinkstelle und finden neben Pferdeäpfeln jetzt auch noch Skelett. So, moinsen. Gestern Nacht sind Lilly und ich noch, oder gestern Nachmittag im letzten Tageslicht sind wir hier noch hoch auf diese geile Hochebene gefahren. Und über eine ziemlich ruckelige Straße, 7 Kilometer. Hat circa eine Stunde gedauert, bis wir hier oben sind. Langsam steady, erster Gang, nicht kuppeln. Hier hochgeklettert, hat das Nüsschen auch super gemacht. Ansonsten das Wetter ist grau, regnerisch, saukalt, aber irgendwie ist es eine schöne Landschaft hier. Das ist echt cool. Ja, so sieht das aus. Richtig lecker hier das Wetter. Wir gehen jetzt in eine Bar. Schon ein Bierchen. Prost. Pokażę Audi, BMW, Kyle, żeny, klubowi, sławowi, jako obezpieczenie. Plazma, TV, kożni, krewy, gazdy, kirije, jeepowi, filmy, stranki, broje, franki, dinary, eury, konwertibile marki, kredyty, kamate, ortaci, se zawa
zavade, rešavaju pištoljima dok nekoga ne zarade. Jednom se živi dok si mlad, pod nebom sivim svaki dan. A kad 40 ti dođe, pa se pitaš da ti život prođe. Sve što dođe, nadaj da ti prođe. To je Balkan, to je Balkan. Jednom se živi dok si mlad, to je Balkan. Pod nebom sivim svaki dan, to je Balkan. Jednom se živi dok si mlad, to je Balkan. Pod nebom sivim svaki dan. Keine Free Walking Tour für uns. Los, Susan. Also Lilly, jetzt waren wir ja in Mostar rumgelaufen, haben uns die Stadt angeguckt und hauptsächlich eigentlich wegen dieser Brücke, die ja so in dem 15. Jahrhundert gebaut wurde. Es war schon beeindruckend, aber ging einem auch so ein bisschen unter die Haut, so das wie zerschossen und zerbohrt das da alles war, oder? Wie ging es dir so, als du da rumgelaufen bist? Total, also man sieht ja eigentlich gar nicht richtig, dass die erst 2004, glaube ich, eingeweiht wurde, weil sie wieder aufgebaut wurde, originalgetreu, weshalb sie auch tatsächlich so alt ausschaut. Leider konnten wir nicht in das Museum rein, das hatte zu, das andere Museum hatte auch zu, so wie einige Dinge. Aber die Enten hatten irgendwie Spaß, also es war so viel Wasser drin, normalerweise gibt es da im Juli auch so ein Brückenspringen. Ich glaube aus 19 Meter oder so ist die Höhe, dann springen die da ins Wasser rein. Gegen den Obolus springen sie wohl auch so für die Touris, die es sehen wollen, rein. Dann waren wir so ein bisschen in der Altstadt unterwegs und kamen dann aber auch so von der Altstadt in Richtung des moderneren und kriegsgebeutelten Mostars. Was echt ein krasser Kontrast war. Also wir haben schon darüber gelesen und sind da tatsächlich mit Ziel hingegangen zu dem Sniper Tower, wie er genannt wird. Das sieht man Aber hier, es ja. ist so heftig, wie man einfach überall, egal wo man hinschaut, Einschusslöcher sieht. Sogar auf der Straße, im Asphalt, natürlich alle Häuser außenrum und das Haus selbst. Bruce Lee übrigens, darauf können sich alle einigen, der hat eine Statue bekommen, weil egal auf welcher Seite man steht, auch bildlich gesprochen mit Flussseite, alle mochten immer die Filme mit Bruce Lee. Und deswegen genau dieses Peace-Symbol. Red Army 81 haben wir gegoogelt, das ist der Fußballverein und das war unser Besuch in Mostar. So gut, dass ich No-Look-Selfie-Video machen kann. Ja, das stimmt. Irgendwann. Ungeschnitten landen sie dann auf seiner externen Facebook. Quatsch. Es wird alles zerhackt und zerschnitten, da wird ein Film draus gemacht, eine Doku. Das Derwischkloster von Blagaj, das wir hier besuchen, liegt etwa 10 Kilometer südöstlich von Mostar, also wirklich nur eine kurze Autofahrt für uns dann als nächstes, die anstand. Es liegt an dem Ufer der Buna-Quelle, welche eine der wasserreichsten Quellen Europas ist, mit durchschnittlich 43.000 Liter, die pro Sekunde aus dem Kalkgestein herausströmen. Das Kloster wurde vor fast 600 Jahren von Derwischen in den Fels geschlagen und heute dienen die Mauern als Museum für türkische Wohnkultur. Ich will es ja mal anders machen. Besser? Wunderbar. Hier sind wir in einer kleinen Kammer, in einem alten Kloster. Aber jedes Zimmer hat ein bisschen Aussicht.
Lilly macht Kaffee. Mit der neuen Kaffeemühle. Und hinten sieht es aus, als würden wir irgendwie Schnee, Frost, sonst noch was Berge stehen. Ist aber nicht so. Es ist ein Parkplatz. Morgen gibt es so Wasserfällen. Und heute ist einfach so derbe ungemütlich, dass wir Bilder sortieren und ein bisschen versuchen zu schneiden. Das ist anstrengend. So, heute gucken wir uns die Wasserfälle da an, die hinter mir da zu sehen sind. Und haben die Nacht hier auf dem Parkplatz verbracht. Gestern wollten wir uns die nicht mehr angucken, weil es einfach in Strömen geschüttet hat. Dann haben wir aber netterweise hier Wasser tanken dürfen, haben die netten Parkranger gefragt, ob wir hier stehen dürfen. Bisschen komischer Parkplatz, bisschen Party über die Nacht drüber. Gerade eben sind 4 Leute irgendwie um eine Ecke verschwunden. Auf dem einen Schild steht Nonstop Sex drauf. Ein bisschen komisch, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. Jetzt gucken wir uns die Wasserfälle an. Was die anderen machen, ist uns scheißegal. Hier kann man ja alles Mögliche machen. Klettern, Wir Schwimmen, sind bei 3. Kanu, Wir können Kanu. Fahrradfahren, Fliegenfischen. Ja. Für Pferde, Fliegenfischen. Schwimmen, tanzen. Das ist cool. Mit der ganzen Familie kann man hier unterwegs sein. Undeutbar. Kultur. Nee. Altes, Kultur, Schlafen, Wein saufen und essen. Das ist Rafting, das ist Kanu. Ach, das ist Rafting. Ja. Alle So aus ganz dem viele Fleck. in einem Boot. Alle in einem Boot. Also wenn es nicht so kalt wäre, dann könnte man hier wunderbar schwimmen. Aber so ist ein bisschen kalt. Eklig. Lilly macht noch ein paar Fotos. Man steht hier total im Nebel, also in der Gischt. Schön, leider ein bisschen Müll, aber echt ganz cool. So, normalerweise geht der Badestrand so bis da. Das ist ja wie in Hamburg hier. Jo. Nieselwetter. Na. Was machen wir jetzt? Wasser. Was brauchen wir dafür? Filter. Filter. So, hier drin sieht es ein bisschen chaotisch aus, weil es einfach so viel geregnet hat. Haben wir mal ein paar Sachen zum Trocknen hier reingestellt, damit der ganze Kladderadatsch nicht schimmelt. Das ist uns immer mit unseren alten Aldi-Stühlen passiert. Da irgendwo verbirgt sich der Wasserfilter drin. Ja, da ist er. Ein Teil. Zack. Und dann haben wir den Nanofilter immer im Kühlschrank, damit der keine Bakterien ansetzt. Da ist das gute Ding. Her damit. Unbezahlte Werbung. Wir wollen uns mal bei diesem Video bei unserem Sponsor bedanken. Vielen Dank an Lilly und Flo. Danke. Das ist das gute Teil. Vielen Dank an Lilly und Flo. Quietscht ein bisschen. So, dann kommt drauf ein Vorfilter. Und damit spart man sich sämtliches Plastikflaschengekaufe. Was echt geil ist. Die Plastikflaschen ganz schön eklig sind. Viel Müll machen, die ganze Zeit rumquietschen, rumgeschleppt werden müssen. Dieses Teil schmeckt immer gleich, ist super und wird vor der Kamera auch professionell zusammengeschraubt, ohne irgendwelche Probleme. Kriegt man schön nasse Füße. So, also, wir wollten jetzt noch ein kurzes Resümee unserer paar Tage, die wir durch Bosnien, 10 Tage oder was das war, knapp, die wir da durchgereist sind, noch geben, quasi um das Ganze nochmal abzurunden. Uns hat das Reisen durch Bosnien sehr gefallen.
jetzt aus Campersicht war es super easy, Wasser zu kriegen. Du kannst überall freistehen. Das stört die Leute nicht. Es ist sogar legal. Als wir einmal unterkommen mussten, um Strom aufzufüllen, sind wir bei einer sehr netten Familie auf so einem kleinen Autocamp. Die hatten einfach auf ihrem Rasen vor dem Haus quasi noch die Möglichkeit, dass man seinen Camper hinstellt. Da wurden wir direkt um 12:30 Uhr mit einem Bier empfangen. Dann gab es noch was zu essen und zum Abschied gab es auch noch was zu essen. Das hat uns sehr gefallen. Sehr gastfreundlich. Sehr, sehr gastfreundlich. Die Menschen waren echt interessiert immer und nett und ruhig irgendwie. Also jetzt nicht, wir hatten nie ein blödes Gefühl. Ja, es war irgendwie immer. Die wir getroffen haben, sehr gastfreundlich und hilfsbereit, auch bei der SIM-Karte, wo wir im Zickzack von Laden zu Laden gelaufen sind. Das Wurde uns sehr viel geholfen und alle waren trotz nicht wahnsinnig guter Englischkenntnisse immer bemüht, uns es irgendwie schön zu machen. absolut. Das war echt total nett. Ja. Landschaftlich auch wirklich schön, tolle Flüsse, Schluchten, Berge und auch diese Hochebene, die hat uns extrem gut gefallen. Auch wenn es sehr ruckelig war, da hochzufahren, aber war einfach landschaftlich sehr schön und glaube bei tollem Wetter. Und wenn du dann auch noch das Glück hast, dass die Pferde kommen, ist es nochmal ein richtig cooles Das ist bestimmt Erlebnis. geil, Aber dann gab es halt die andere Seite so, als wir in Sarajevo waren, eine super schöne Stadt, die auch komplett einmal die Kontraste zeigt, die es so gibt in Bosnien. Du hast den Wiener Teil, Wiener Renaissance, Jugendstil-Teil und wirklich von einem Schritt zum nächsten läufst du in den osmanischen Teil. Das zeigt halt auch, wie viele unterschiedliche Ethnien und Religionen seit Jahrhunderten in Bosnien zusammenleben. Was dann ja leider auch 92 darin gegipfelt ist, dass die den Krieg dort sehr schlimm hatten, besonders in Sarajevo, 4 Jahre eingekesselt, über 10.000 Zivilisten, die dem Ganzen zum Opfer gefallen sind und unfassbar viele Spuren, die man noch sieht, Einschusslöcher, Granateneinschläge und das nimmt einen dann schon mit, fand ich. Also ja, da haben wir das erstmal so richtig krass irgendwie gespürt und gesehen und uns noch tiefer damit beschäftigt. Und das hielt irgendwie an, das ganze Thema, oder haben wir intensiviert in den darauf folgenden Städten und auch dann ja in Mostar auch. Mostar. Das ist schon, ich finde es krass bedrückend. Also gerade wenn man dann durch die nicht so rausgeputzten oder nicht mehr so perfekt wieder aufgebauten Teile fährt, wo einfach jedes zweite Haus eine Ruine ist, weil vor 30 Jahren Krieg war und das halt zerstört wurde in der Zeit. Und das ist irgendwie schon krass. Man spürt das irgendwie richtig. Oder wir haben das. Absolut. Nichtsdestotrotz ist das Land im Wiederaufbau oder viele Sachen sind renoviert. Ich glaube auch, man versucht das Verhältnis zwischen den Bevölkerungsgruppen und Ethnien auch wieder zu renovieren. Allerdings zum Beispiel in Mostar ist es krass getrennt. Auf der einen Seite vom Fluss die Kroaten, auf der anderen Seite vom Fluss die Bosnier, die eher Moslems sind. Die kommen wohl nicht mehr so richtig zusammen, auch wenn sie das Peace-Symbol mit der Statue von Bruce Lee gemacht haben. Ich glaube, man ist schon sehr bemüht, den Krieg hinter sich zu lassen und wieder zusammenzuwachsen. Zumindest ist das, was sie uns Touristen erzählen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es intern noch so ein bisschen knirscht. Aber Fazit, uns hat Bosnien sehr gut gefallen und wir können es als Reiseland extrem empfehlen. Und es ist gar nicht so weit weg. Es ist nicht weit weg. Viele Sachen sind sehr günstig und ja, landschaftlich mega abwechslungsreich mit den tiefen Schluchten, Wasserfälle, diese karge Hochebene, tolle Städte. Also es ist irgendwie von allem was dabei und dann auch gar nicht so groß. Also man kann dann man kriegt einen coolen, guten Einblick, glaube ich, in schon wenigen Tagen oder einer Woche oder so. Ich glaube, das ist echt ganz... Ja. Kann man mal machen. Kann man in die Rundreise einbeziehen. Ja. Genug des Fazits. Jetzt wünschen wir euch allen frohe Weihnachten, fette Geschenke, schönes Beisammensein, die Wänste vollschlagen und grüßen euch ganz lieb, denken an euch und Machen jetzt genau das Gleiche. werden jetzt das Gleiche machen. Also, tschüss, frohe Weihnachten. Ciao!
Und einen Weihnachtsbaum haben wir auch.